Guten Tag an alle Zuhörer von Wow Spoken German. Hier ist Peter. Heute habe ich eine sehr wichtige Geschichte für euch. Adele, ich muss dir etwas erzählen. Mein Hund Bruno war heute Morgen sehr krank. Oh nein, Peter, das tut mir so leid. Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Adele. Was ist mit Bruno passiert? Geht es ihm jetzt besser? Danke für deine Sorge, Adele. Also, alles begann gestern Abend. Bruno wollte sein Abendessen nicht fressen. Das ist sehr ungewöhnlich für ihn. Normalerweise frisst er alles sofort. Das klingt wirklich nicht gut. Bruno liebt doch sein Essen. Hat er auch andere Symptome gezeigt? Habt ihr Haustiere zu Hause, liebe Zuhörer? Schreibt uns in die Kommentare. Ja, genau. Er war auch sehr müde und wollte nicht spielen. Meine Frau Maria sagte sofort, wir müssen morgen zum Tierarzt gehen. Sie macht sich immer große Sorgen um Bruno. Maria hat vollkommen recht. Bei solchen Symptomen sollte man nicht warten. Seid ihr dann heute Morgen direkt zur Tierarztpraxis gefahren? Ja, wir sind um 8 Uhr aufgestanden. Ich habe in der Tierarztpraxis angerufen und gefragt, haben Sie heute einen Termin frei? Die Sprechstundenhilfe war sehr freundlich. Das ist gut. Eine gute Tierarztpraxis ist so wichtig. Konntet ihr schnell einen Termin bekommen? In manchen Praxen muss man ja lange warten. Wir hatten Glück. Die Sprechstundenhilfe sagte, kommen Sie um 10 Uhr. Wir nehmen Bruno dazwischen. Sie hörte, dass es dringend war. Wunderbar. Und wie war Bruno während der Fahrt zur Praxis? War er sehr nervös? Viele Hunde mögen Autofahrten zum Tierarzt nicht besonders. Bruno war sehr ruhig, fast zu ruhig. Normalerweise schaut er aus dem Fenster und bellt andere Hunde an, aber heute lag er nur auf seinem Platz und schlief. Oh je, das zeigt wirklich, dass er sich nicht wohlfühlte. Und dann seid ihr in der Praxis angekommen. Wie war es dort? Das Wartezimmer war interessant. Dort saßen viele Menschen mit ihren Tieren. Eine Frau hatte eine Katze in einer Transportbox. Die Katze machte sehr laute Geräusche. Ich kann mir das vorstellen. Katzen sind beim Tierarzt oft sehr laut. Was noch? Gab es andere Tiere im Wartezimmer? Ja, ein junger Mann hatte ein Kaninchen. Es war weiß und sehr süß. Und ein älterer Herr wartete mit seinem Wellensittich. Der Vogel sang die ganze Zeit. Das klingt nach einem vollen Wartezimmer. Musstet ihr lange warten oder konntet ihr schnell in den Behandlungsraum gehen? Wir mussten etwa 15 Minuten warten. Ich füllte ein Formular aus. Die Fragen waren Name des Hundes, Alter, Gewicht und was sind die Symptome. Kennt ihr solche Formulare, liebe Zuhörer? Diese Formulare sind Standard in jeder Praxis. Und dann hat die Tierärztin euch aufgerufen, richtig? Ja, eine junge Tierärztin kam und sagte, Herr Müller, bitte kommen Sie mit Bruno herein. Sie war sehr freundlich und lächelte. Das hat mich beruhigt. Eine freundliche Tierärztin ist Gold wert. Wie heißt sie denn? Und wie reagierte Bruno, als er sie sah? Sie heißt Dr. Weber. Bruno stand langsam auf und ging mit uns in den Behandlungsraum. Er bewegte sich sehr langsam. Normalerweise zieht er an der Leine. Armer Bruno! Im Behandlungsraum angekommen, was hat Dr. Weber als erstes gemacht? Sie kniete sich zu Bruno hinunter und streichelte ihn sanft. Sie sagte, Hallo Bruno, du bist ein guter Junge. Lass mich mal schauen, was dir fehlt. Das ist eine gute Methode. Viele Tiere haben Angst beim Tierarzt. Durch Streicheln fühlen sie sich sicherer. Hat Bruno positiv reagiert? Ja, er wedelte ein bisschen mit dem Schwanz. Dann fragte Dr. Weber, seit wann zeigt Bruno diese Symptome? Ich erzählte ihr alles von gestern Abend. Und hat sie Bruno dann untersucht? Was für Untersuchungen macht ein Tierarzt bei solchen Symptomen? Zuerst nahm sie ein Thermometer und maß seine Temperatur. Sie sagte, Hunde haben normalerweise eine höhere Temperatur als Menschen. Zwischen 38 und 39 Grad ist normal. Interessant. Das wusste ich nicht genau. Und wie war Brunos Temperatur? War sie zu hoch? Ja, leider. Dr. Weber sagte, Bruno hat 39,5 Grad. Das ist Fieber. Jetzt müssen wir die Ursache finden. Oh nein, armer Bruno. Was hat sie als nächstes untersucht? Habt ihr schon einmal euer Haustier zum Tierarzt gebracht, liebe Zuhörer? Erzählt uns eure Erfahrungen. Sie schaute in Brunos Ohren mit einem speziellen Licht.
Dann öffnete sie vorsichtig sein Maul und untersuchte seine Zähne und seinen Hals. Und hat sie dabei etwas Auffälliges gefunden? Waren die Ohren oder der Hals entzündet? Die Ohren waren in Ordnung, aber dann sagte sie, sein Hals ist ein bisschen rot und schauen Sie hier, seine Mandeln sind geschwollen. Aha, das klingt nach einer Infektion. Hat Dr. Weber dann seinen Bauch abgetastet? Das machen Tierärzte oft, um zu prüfen, ob dort Schmerzen sind. Genau. Sie tastete vorsichtig Brunos Bauch ab und fragte, »Tut das weh, Bruno?« Bruno jaulte nicht, also war der Bauch okay. Dann hörte sie sein Herz ab. Mit einem Stethoskop, richtig? Wie Ärzte bei Menschen auch. War sein Herz in Ordnung? Ja, sie nahm ihr Stethoskop und hörte lange zu. Sie sagte, sein Herz schlägt normal. Das ist gut. Aber wegen des Fiebers und der geschwollenen Mandeln gebe ich ihm ein Antibiotikum. Das klingt nach der richtigen Behandlung. Hat sie euch erklärt, warum Bruno diese Infektion bekommen hat? Ja, Dr. Weber sagte, Hunde können sich erkälten, genau wie Menschen. Vielleicht hat Bruno zu lange draußen im kalten Regen gespielt, war er letzte Woche viel draußen? Und? War er das? Ich erinnere mich, letztes Mal hast du erzählt, dass ihr im Park wart und es sehr kalt war. Stimmt genau. Letzten Samstag waren wir 2 Stunden im Park. Es regnete und war sehr windig. Bruno spielte mit anderen Hunden im Wasser. Er war komplett nass. Da haben wir die Ursache. Das erklärt alles. Hat Dr. Weber euch dann das Antibiotikum gegeben? Ja, sie ging zu ihrem Schrank und holte eine Flasche heraus. Sie sagte, das ist ein flüssiges Antibiotikum. Geben Sie Bruno 2-mal täglich 5 Milliliter. Morgens und abends. 2-mal täglich, das ist wichtig. Wie lange muss Bruno das Medikament nehmen? Normalerweise sind es mehrere Tage, oder? Genau. Dr. Weber sagte, Bruno muss das Antibiotikum 7 Tage lang nehmen. Auch wenn es ihm nach 3 Tagen besser geht, müssen Sie weitermachen. Sonst kommt die Infektion zurück. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Viele Menschen stoppen Antibiotika zu früh. Das ist nicht gut. Hat sie euch gezeigt, wie man das Medikament gibt? Ja, das war lustig. Sie nahm eine Spritze ohne Nadel und zeigte mir, füllen Sie die Spritze bis zur Markierung. Dann öffnen Sie Brunos Maul seitlich und spritzen das Medikament langsam hinein. Das klingt nach einer Herausforderung. Bruno wird das sicher nicht mögen. Hat Dr. Weber noch andere Tipps gegeben? Ja, sie sagte, viele Hunde mögen den Geschmack nicht. Sie können das Medikament mit etwas Leberwurst oder Käse mischen. Das macht es einfacher. Sehr praktischer Tipp. Leberwurst lieben die meisten Hunde. Was hat sie noch gesagt? Solltet ihr in ein paar Tagen wiederkommen? Sie sagte, wenn Bruno nach 3 Tagen immer noch Fieber hat oder nicht frisst, rufen Sie mich sofort an. Ansonsten brauchen Sie nicht wiederzukommen. Sehr gut. Und hat sie noch andere Empfehlungen gegeben? Zum Beispiel, was Bruno tun oder nicht tun sollte. Ja, Dr. Weber sagte, Bruno sollte diese Woche nicht raus in die Kälte. Keine langen Spaziergänge, kein Baden, kein Spielen im Park. Nur kurze Gänge zum Erledigen seiner Geschäfte. Das wird schwer für Bruno. Er liebt es doch, im Park zu spielen. Aber es ist wichtig für seine Genesung. Hat sie auch über sein Futter gesprochen? Ja, sie fragte, frisst Bruno jetzt wieder? Ich sagte, heute Morgen hat er noch nichts gefressen. Sie sagte, das ist normal bei Fieber. Bieten Sie ihm leichtes Futter an. Gekochtes Huhn mit Reis ist perfekt. Gekochtes Huhn mit Reis, das ist das Schonfutter für kranke Hunde. Meine Tante macht das auch immer für ihren Hund. Und dann wart ihr fertig mit der Untersuchung? Fast. Dr. Weber sagte noch, Bruno bekommt auch eine Spritze gegen die GI-Entzündung. Das hilft ihm, sich schneller besser zu fühlen. Eine Spritze? Wie hat Bruno darauf reagiert? Viele Hunde haben Angst vor Spritzen. Meine Frau Maria hielt Bruno fest und streichelte ihn. Dr. Weber sagte, das geht ganz schnell. Sie gab ihm die Spritze in den Nacken. Bruno jaulte kurz, aber dann war es vorbei. Gut gemacht, Bruno. Und dann wart ihr fertig und konntet nach Hause gehen? Ja, aber vorher gab mir Dr. Weber noch einen Zettel. Sie sagte, hier sind alle Informationen aufgeschrieben, die Dosierung, die Dauer und meine Telefonnummer für Notfälle. Das ist sehr professionell. Solche Zettel sind super hilfreich.
Man vergisst sonst leicht die Details. Und dann seid ihr zur Rezeption gegangen, um zu bezahlen? Genau. An der Rezeption fragte die Sprechstundenhilfe, wie geht es Bruno? Ich sagte, er bekommt jetzt Medikamente und sollte bald gesund werden. Danke für Ihre Hilfe heute Morgen. Sehr nett von dir. Und wie viel hat der Tierarztbesuch gekostet? Tierarztbesuche können ja manchmal teuer sein. Sie sagte, die Untersuchung kostet 50 Euro, das Antibiotikum 15 Euro und die Spritze 20 Euro. Zusammen sind das 85 Euro. Das ist ein fairer Preis für eine gründliche Untersuchung und Behandlung. Hast du bar bezahlt oder mit Karte? Ich habe mit Karte bezahlt. Die Sprechstundenhilfe gab mir die Quittung und sagte, gute Besserung für Bruno. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an. Was für ein freundliches Team. Und dann seid ihr nach Hause gefahren. Wie war Bruno im Auto auf dem Rückweg? Er war immer noch müde, aber ich glaube, er fühlte sich ein bisschen besser. Zu Hause angekommen, ging er sofort zu seinem Körbchen und legte sich hin. Armer Bruno braucht viel Ruhe. Und dann musstest du ihm das erste Mal das Medikament geben, richtig? Wie ist das gelaufen? Oh, das war ein Abenteuer. Ich holte die Spritze und die Flasche. Ich füllte die Spritze mit 5 Milliliter. Dann rief ich, Bruno, komm her. Ich habe etwas für dich. Ich kann mir vorstellen, dass Bruno nicht begeistert war. Hat er versucht wegzulaufen? Genau. Er schaute auf die Spritze und wollte sofort weglaufen. Maria musste ihn festhalten. Ich öffnete sein Maul und spritzte das Medikament hinein. Und hat es funktioniert? Oder hat Bruno das Medikament wieder ausgespuckt? Das passiert manchmal bei Hunden. Er machte ein komisches Gesicht und versuchte, das Medikament auszuspucken, aber das meiste hat er geschluckt. Dann gab ich ihm ein Stück Käse als Belohnung. Gute Idee mit dem Käse. Das hilft, den schlechten Geschmack zu überdecken. Und wie war es beim zweiten Mal am Abend? War es einfacher? Am Abend hatte ich eine bessere Idee. Ich mischte das Medikament mit Leberwurst, genau wie Dr. Weber vorgeschlagen hatte. Bruno fraß alles sofort. Perfekt. Die Leberwurst war die Lösung. Und wie geht es Bruno jetzt? Zeigt er schon Verbesserungen? Es ist ja erst der erste Tag. Heute Abend hat er tatsächlich ein bisschen gefressen. Ich kochte Huhn und Reis und er aß die Hälfte, das ist ein gutes Zeichen. Das ist wunderbar. Sein Appetit kommt zurück. Das bedeutet, das Medikament wirkt schon. Hat er auch mehr Energie? Ein bisschen. Vorhin stand er auf und trank Wasser. Dann kam er zu mir und legte seinen Kopf auf mein Knie. Das macht er immer, wenn er sich besser fühlt. Oh, das ist so süß. Bruno weiß, dass du ihm hilfst. Liebe Zuhörer, habt ihr ähnliche Erfahrungen mit kranken Haustieren gemacht? Schreibt uns in die Kommentare. Ja, bitte teilt eure Geschichten. Ich habe heute viel gelernt, zum Beispiel, dass man bei kranken Hunden nicht warten sollte. Lieber sofort zum Tierarzt gehen. Absolut richtig. Frühe Behandlung ist immer besser. Was hast du noch gelernt, Peter? Ich habe gelernt, dass Hunde sich erkälten können, wie Menschen. Und dass man nach dem Spielen im Regen den Hund gut abtrocknen muss. Das werde ich jetzt immer machen. Das ist sehr wichtig. Besonders im Winter und Herbst. Nasse Hunde können schnell krank werden. Hast du jetzt auch ein Handtuch speziell für Bruno? Ja, Maria hat heute ein großes Handtuch gekauft. Sie sagte, wenn Bruno das nächste Mal nass wird, trocknen wir ihn sofort ab. Und vielleicht braucht er auch einen Hundemantel für sehr kalte Tage. Ein Hundemantel ist eine gute Investition. Besonders für Hunde mit kurzem Fell. Bruno hat doch kurzes Fell, oder? Ja, Bruno ist ein Labrador mit kurzem Fell. Im Winter friert er schnell. Ein Mantel wäre wirklich gut für ihn. Auf jeden Fall. Und wie läuft es mit dem Medikament jetzt? Gibst du es ihm morgen wieder mit Leberwurst? Ja, das funktioniert perfekt. Ich habe schon Leberwurst für die ganze Woche gekauft. Bruno wird so glücklich sein. Naja, zumindest wegen der Leberwurst. Das ist lustig. Bruno bekommt eine Woche lang jeden Tag Leberwurst. Das ist fast wie Urlaub für ihn. Abgesehen von der Krankheit natürlich. Genau, Maria sagte, Bruno denkt vielleicht, krank sein ist gar nicht so schlecht. Gekochtes Huhn und Leberwurst jeden Tag. Ich muss lachen. Aber im Ernst, es ist wichtig, dass Bruno seine Medikamente nimmt.
7 Tage lang, jeden Tag, richtig? Ja, absolut. Dr. Weber war sehr klar. 7 Tage, 2-mal täglich. Ich habe es in meinen Kalender geschrieben, morgens um 8 Uhr und abends um 8 Uhr. Sehr organisiert. Ein fester Zeitplan hilft, nichts zu vergessen. Und nach 7 Tagen sollte Bruno komplett gesund sein, hoffentlich. Ja, das hoffe ich sehr. Dr. Weber sagte, nach 3 Tagen sollte das Fieber weg sein und nach einer Woche ist die Infektion vollständig geheilt. Dann kann Bruno wieder im Park spielen. Er wird so glücklich sein. Vermisst er seine Hundefreunde im Park? Oh ja. Jeden Morgen geht er zur Tür und schaut mich an. Er versteht nicht, warum wir nicht in den Park gehen. Das tut mir leid für ihn. Armer Bruno. Aber es ist nur eine Woche. Dann kann er wieder mit seinen Freunden toben. Gibt es bestimmte Hunde, mit denen Bruno besonders gern spielt? Ja, es gibt einen großen Schäferhund namens Rex. Bruno und Rex sind beste Freunde. Sie jagen sich immer gegenseitig und spielen mit einem Ball. Das klingt nach viel Spaß. Und gibt es noch andere Hundefreunde von Bruno im Park? Ja, eine kleine Bulldogge namens Molly. Molly ist sehr lustig. Sie ist langsam, aber sehr freundlich. Bruno mag sie sehr. Eine schöne Hundegruppe. Nächste Woche werden sie alle froh sein, Bruno wiederzusehen. Gehst du immer zur gleichen Zeit in den Park? Meistens gehen da ich um 7 Uhr morgens. Dann sind viele Hundebesitzer dort. Wir kennen uns alle und plaudern, während die Hunde spielen. Das ist schön. Eine kleine Community von Hundebesitzern. Haben die anderen schon gefragt, wo Bruno ist? Ja, heute Morgen habe ich 2 Nachrichten bekommen. Frau Schmidt fragte, wo ist Bruno heute? Und Herr Klein schrieb, ist alles okay mit Bruno? Eure Hundegruppe ist wie eine kleine Familie. Hast du ihnen erklärt, dass Bruno krank ist? Ja, ich schrieb ihn, Bruno hat eine Infektion und muss zu Hause bleiben. Er bekommt Antibiotika und sollte bald wieder gesund sein. Danke für eure Sorge. Sehr nett von Ihnen, nach Bruno zu fragen. Und ich bin sicher, Bruno wird bald wieder mit Rex und Molly spielen können. Ja, ich freue mich schon darauf. Bruno auch, da bin ich sicher. Er liebt seinen Park und seine Freunde. Das glaube ich gern. Liebe Zuhörer, wir hoffen, diese Geschichte hat euch gefallen. Habt ihr selbst Hunde oder andere Haustiere? Welche Erfahrungen habt ihr beim Tierarzt gemacht? Ja, schreibt uns. Wir lesen alle Kommentare. Und wenn ihr Tipps habt, wie man kranken Hunden Medikamente gibt, teilt sie mit uns. Genau. Jeder Tipp ist willkommen. Und Peter, halte uns auf dem Laufenden. Wie geht es Bruno in den nächsten Tagen? Wir wollen alle wissen, ob er schnell gesund wird. Das mache ich. In unserem nächsten Podcast erzähle ich euch, wie die Behandlung gelaufen ist. Hoffentlich kann ich berichten, dass Bruno wieder vollkommen gesund ist. Das wäre wunderbar. Wir drücken Bruno alle die Daumen. Und liebe Zuhörer, vergesst nicht, wenn euer Haustier krank ist, geht sofort zum Tierarzt. Wartet nicht zu lange. Ein sehr wichtiger Rat. Tiere können nicht sprechen und uns sagen, was ihnen wehtut. Wir müssen auf die Zeichen achten. Keine Energie, kein Appetit, ungewöhnliches Verhalten, das sind alles Warnungen. Absolut. Und eine gute Tierarztpraxis mit freundlichem Personal macht so einen großen Unterschied. Wir hatten wirklich Glück mit Dr. Weber. Ja, sie war fantastisch. Ich werde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Und die Sprechstundenhilfe war auch sehr hilfsam und freundlich. Eine professionelle Praxis ist Gold wert. So, liebe Zuhörer, wir kommen zum Ende unseres heutigen Podcasts. Habt ihr etwas Neues gelernt? Ich hoffe, ihr habt einige nützliche Wörter und Ausdrücke gelernt. Zum Beispiel die Tierarztpraxis, das Fieber, die Untersuchung, das Antibiotikum, die Spritze. Genau. Und Sätze wie, mein Hund ist krank. Wir müssen zum Tierarzt. Er hat Fieber. Die Mandeln sind geschwollen. Das sind sehr praktische Ausdrücke. Ja, und wenn ihr diese Wörter üben möchtet, schreibt Sätze in die Kommentare. Zum Beispiel, mein Hund heißt Max und er war letzte Woche beim Tierarzt. Perfekte Idee. Üben ist so wichtig beim Sprachenlernen. Schreibt eure eigenen Sätze und wir lesen sie alle. Genau, und vergesst nicht, unseren Kanal Wow Spoken German zu abonnieren. Wir machen jeden Tag neue Podcasts für euch.
Ja, abonniert uns und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine neuen Geschichten. Wir haben so viele interessante Themen für euch. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr und zeigt uns, dass euch unsere Arbeit gefällt. Absolut. Eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Jeder Daumen nach oben motiviert uns weiterzumachen und noch bessere Inhalte zu erstellen. Und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Wenn ihr jemanden kennt, der Deutsch lernt, sendet ihm den Link. Lernen macht zusammen mehr Spaß. Das stimmt. Eine Lerngruppe ist immer besser als allein zu lernen. Man kann sich gegenseitig motivieren und helfen. So, liebe Zuhörer, ich muss jetzt gehen. Bruno wartet auf mich. Es ist Zeit für sein Abendessen und sein Medikament. Natürlich. Geh zu Bruno und kümmere dich gut um ihn. Wir wünschen ihm gute Besserung und eine schnelle Genesung. Vielen Dank, Adele. Und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal. Übt fleißig euer Deutsch und habt einen wunderschönen Tag. Ja, bis bald. Passt gut auf euch und eure Haustiere auf. Und denkt daran, jeden Tag ein bisschen Deutsch lernen bringt euch weiter. Tschüss. Tschüss und alles Gute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ach, warte, Peter. Bevor du gehst, möchte ich noch etwas fragen. Hat Dr. Weber auch über Vorbeugung gesprochen? Wie kann man verhindern, dass Bruno wieder krank wird? Oh ja, das habe ich fast vergessen zu erzählen. Dr. Weber gab uns einige wichtige Tipps. Sie sagte, wenn Hunde im Winter draußen spielen, müssen sie danach immer gut abgetrocknet werden. Das macht Sinn. Besonders die Pfoten und der Bauch werden schnell nass. Und diese Stellen trocknen nicht so schnell von selbst. Genau. Sie erklärte auch, dass man das Immunsystem von Hunden stärken kann. Gutes Futter mit Vitaminen ist sehr wichtig. Bruno bekommt jetzt spezielles Futter mit Extravitaminen. Interessant. Welche Vitamine sind besonders wichtig für Hunde? Hat sie das erklärt? Ja, sie sprach über Vitamin C und Vitamin E. Diese helfen dem Immunsystem. Auch Omega-3-Fettsäuren sind gut. Sie sind in Fischöl enthalten. Fischöl für Hunde? Das wusste ich nicht. Gibst du Bruno jetzt jeden Tag Fischöl? Dr. Weber empfahl es 3-mal pro Woche. Man kann es über das Futter geben. Bruno merkt es gar nicht und es ist sehr gesund für ihn. Wunderbar. Und was ist mit Impfungen? Hat sie auch darüber gesprochen? Impfungen sind ja wichtig, um Krankheiten vorzubeugen. Ja, sie schaute in Brunos Impfpass. Sie sagte, Brunos Impfungen sind alle aktuell, aber in 6 Monaten braucht er eine Auffrischungsimpfung. Ich soll dann einen Termin machen. Sehr wichtig, das nicht zu vergessen. Viele Hundebesitzer vergessen die Auffrischungsimpfungen. Welche Impfungen hat Bruno denn alle? Er hat die Impfung gegen Staupe, Parvovirose und Tollwut. Dr. Weber sagte, diese 3 Impfungen sind besonders wichtig. Sie schützen vor gefährlichen Krankheiten. Absolut. Tollwut ist besonders gefährlich. Und Parvovirose kann für junge Hunde tödlich sein. Gut, dass Bruno geschützt ist. Ja, ich bin sehr froh darüber. Dr. Weber sprach auch über regelmäßige Kontrollen. Sie empfahl, 1-mal pro Jahr sollte jeder Hund zur Routineuntersuchung kommen. 1-mal pro Jahr, das ist eine gute Regel. Bei der Routineuntersuchung kann der Tierarzt Probleme früh erkennen. Was wird bei so einer Untersuchung alles gemacht? Sie erklärte, wir wiegen den Hund, kontrollieren die Zähne, hören Herz und Lunge ab und tasten den Bauch ab. Manchmal machen wir auch eine Blutuntersuchung. Eine Blutuntersuchung kann sehr aufschlussreich sein. Sie zeigt, ob alle Organe richtig funktionieren. Hat Bruno schon einmal eine Blutuntersuchung gehabt? Ja, letztes Jahr. Alle Werte waren perfekt. Dr. Weber war sehr zufrieden. Sie sagte, Bruno ist ein sehr gesunder Hund, weiter so. Das ist schön zu hören. Und wie ist das mit der Zahnpflege bei Hunden? Ich habe gehört, dass viele Hunde Probleme mit den Zähnen haben. Oh, das ist ein wichtiges Thema. Dr. Weber zeigte mir Brunos Zähne. Sie sagte, Bruno hat ein bisschen Zahnstein, das ist nicht schlimm, aber wir sollten es beobachten. Zahnstein kann zu Entzündungen führen, wenn man nichts dagegen tut. Hat sie Tipps gegeben, wie man die Zähne von Hunden pflegen kann? Ja,
Sie empfahl spezielle Zahnbürsten für Hunde. Man sollte die Zähne 2- bis 3-mal pro Woche putzen. Es gibt auch spezielle Hundezahnpasta mit Fleischgeschmack. Hundezahnpasta mit Fleischgeschmack. Das ist lustig. Aber es macht Sinn, sonst würden Hunde das Zähneputzen nicht mögen. Hast du schon versucht, Brunos Zähne zu putzen? Noch nicht, aber ich habe heute eine Zahnbürste und Zahnpasta gekauft. Maria sagte, wir fangen morgen an. Es wird sicher eine Herausforderung am Anfang. Am Anfang ist es bestimmt schwierig, aber Bruno wird sich daran gewöhnen. Gibt es noch andere Möglichkeiten, die Zähne sauber zu halten? Ja, Dr. Weber sprach über Kausnacks. Es gibt spezielle Zahnpflege-Kausnacks. Wenn Hunde darauf kauen, werden die Zähne mechanisch gereinigt. Das ist praktisch. Bruno bekommt also leckere Snacks und seine Zähne werden dabei sauber. Welche Snacks hat sie empfohlen? Es gibt verschiedene Marken. Wichtig ist, dass sie nicht zu viele Kalorien haben. Manche Kausnacks sind sehr kalorienreich und Bruno soll nicht zu dick werden. Guter Punkt. Übergewicht ist auch bei Hunden ein großes Problem. Wie viel wiegt Bruno eigentlich? Ist sein Gewicht optimal? Bruno wiegt 32 Kilogramm. Für einen Labrador seiner Größe ist das perfekt. Dr. Weber sagte, Bruno hat ein ideales Gewicht. Gut gemacht. Das ist toll. Viele Labradore sind übergewichtig, weil sie so gerne fressen. Wie schaffst du es, Brunos Gewicht im perfekten Bereich zu halten? Ich messe sein Futter genau ab. Morgens bekommt er 200 Gramm, abends auch 200 Gramm und natürlich viel Bewegung im Park. 2-mal täglich füttern ist gut. Manche Menschen geben ihren Hunden zu viel Futter. Und Bewegung ist so wichtig. Wie lange seid ihr normalerweise im Park? Normalerweise gehen wir 1 Stunde am Morgen und eine halbe Stunde am Abend. Bruno liebt es zu rennen und zu spielen. Das hält ihn fit und gesund. Das ist perfekt. 1,5 Stunden Bewegung pro Tag ist ideal für einen aktiven Hund wie Bruno. Vermisst er seine Spaziergänge diese Woche sehr? Oh ja, er sitzt oft an der Tür und schaut traurig, aber ich erkläre ihm, nur noch ein paar Tage, dann kannst du wieder rennen und spielen. Armer Bruno. Aber bald ist er wieder gesund. Und dann wird er so glücklich sein. Peter, vielen Dank für diese ausführliche Geschichte. Unsere Zuhörer haben heute wirklich viel gelernt. Gerne, Adele. Ich hoffe, die Geschichte war hilfreich. Und liebe Zuhörer, denkt daran, eure Haustiere sind Familie, kümmert euch gut um sie. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Haustiere geben uns so viel Liebe und Freude. Sie verdienen die beste Pflege. Macht es gut, alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Und Bruno sagt auch Tschüss mit einem freundlichen Schwanzwedeln. Oh, wie süß. Gute Besserung, Bruno. Und euch allen einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und bleibt gesund.